Hallo ihr Lieben, ich bin Niki und heute gibt es mal ein Video der komplett anderen Art. Ich habe mir dafür auch ein Transkript aufgeschrieben hier, sehr, sehr viele Zettel, die ich euch jetzt vorlese, einfach damit ich auch den Faden nicht verliere, was ich sagen möchte. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wird das hier ein sehr persönliches Video, deswegen auch die Triggerwarnung, denn ich möchte über meine Krankheit sprechen. Nicht, weil ich bemitleidet werden möchte. Ich bin davon überzeugt, dass Mitleid einfach niemandem hilft. Wenn man Mitleid hat, verwechselt das jetzt nicht mit Gefühl. Warum ich mich entschieden habe, dieses Video zu machen, ganz einfach zum einen, weil ich Dinge erklären möchte und zum anderen, ähm, weil ich mir Dinge von der Seele reden möchte. Ich versuche mich, so gut es geht, zusammenzureißen. Ich kann euch das aber nicht konstant versprechen. Und ich habe bewusst diesen Rahmen ausgewählt, weil ich, also ich bin Creepy Cute Design. Das ist mein Herzprojekt, das ist mein Baby. Und mein Versuch in die Selbstständigkeit und ein Wunsch, einfach ein Traum zu verwirklichen. Aktuell mache ich die schwerste Zeit in meinem Leben durch. Ich bin jetzt 37, also bei weitem kein kleines Kind mehr. Das heißt, ich habe auch schon etwas in meinem Leben durchgemacht, allerdings nicht so krass wie jetzt gerade. Am 12. August dieses Jahr habe ich mich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, weil ich selber nicht mehr weiter wusste. Ich wusste, ich brauche Hilfe und dass ich das nicht alleine schaffen kann. Innerhalb meines Aufenthalts in der Klinik bekam ich dann auch meine Diagnose und die lautete Borderline. Dazu habe ich euch Infoblätter mitgebracht, aus denen ich gleich vorlesen werde, denn die können das ein bisschen besser, neutraler erklären, als ich das jetzt kann, da ich ja mittendrin stecke. Also, die Information zur Borderline-Störung. Das ist eine Störung der Emotionsregulation. Das heißt, Menschen mit einer Borderline-Störung haben meistens Probleme, Gefühle zu steuern. Das heißt, sie haben eine Störung der Emotionsregulation. Sie werden häufig von schmerzhaften Gefühlen überflutet. Impulsive und selbstschädigende Verhaltensweisen sind häufig misslungene Versuche, mit schmerzhaften Gefühlen umzugehen. Ein Hauptmerkmal der Borderline-Störung ist eine sehr plötzlich auftretende innere hohe Anspannung, die sich nicht zuordnen lässt. Es gibt dazu 5 unterschiedliche Bereiche und ich habe mir hier einmal auf dem Zettel mit einem X markiert, was da bei mir zutrifft. Es gibt einmal die Störung der Emotionsregulation, das heißt Stimmungsschwankungen und Schwierigkeit, Gefühle zu steuern. Störung des Denkens, da trifft bei mir zu Flashbacks, Wiedererleben von traumatischen Erinnerungen, negative Grundannahmen, eine schlechte Meinung von sich selbst zu haben. Dann gibt es Störung der Identität. Da trifft bei mir zu Unsicherheit bezüglich Zukunftszielen, der eigenen Meinung, wichtige Entscheidungen und Alltagsentscheidungen treffen zu können. Dann gibt es Störungen im zwischenmenschlichen Bereich, intensive und instabile Beziehungen, Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung, Schwierigkeiten allein zu sein, die Angst davor, verlassen zu werden. Dann gibt es Störungen auf der Verhaltensebene, impulsive und potenziell selbstschädigende Verhaltensweisen und Hochrisikoverhalten. Zuletzt gibt es noch 9 diagnostische Kriterien und um eine Diagnose der Borderline-Störung zu stellen, steht hier, sollten mindestens 5 von diesen 9 Oberpunkten, nenne ich es jetzt mal, erfüllt sein. Und ich habe hier 6,5. Ein halber Punkt habe ich angekreuzt, weil das bei mir dann zeitweilig auftritt, aber nicht permanent. Als erstes verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden.
Ein Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist. Impulsivität in mindestens 2 potenziell selbstständigen Bereichen, zum Beispiel rücksichtsloses Fahren, Essanfälle, wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen, Drohungen oder selbstverletzendes Verhalten. Bei mir trifft halt das selbstverletzende Verhalten zu und der Gedanke, dass es besser ist, wenn ich nicht mehr da bin. Dann affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung, das chronische Gefühl von Leere und unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, Wut und Ärger zu kontrollieren. Das Ausmaß, der gesamte Umfang Diagnose, alles was damit zusammenhängt, hat mich halt erstmal auch richtig geschockt, als meine behandelnde Ärztin mir das gesagt hat und mir das erklärt hat. Ich war etwas über 6 Wochen in der Klinik. Am 24. September wurde ich entlassen. Den Rest der Woche hatte ich danach frei, die letzten 3 Tage. Denn zusätzlich zu Creepy Cute Design habe ich auch noch einen 40-Stunden-Job. Meine Tage sehen also seit über einem Jahr in etwa so aus. Ich bin aufgestanden, habe etwas für meine Selbstständigkeit getan, zu Mittag gegessen, anschließend zu meinem Brotjob, der halt hier meine Wohnung finanziert und meinen Kühlschrank füllt, gefahren, bis ich dann circa so 23:45 wieder zu Hause war und das jeden Tag. In der letzten Woche habe ich halt von Montag bis Mittwoch gearbeitet, weil ich wissen wollte, ob ich das kann, ob ich das schaffe, wieder in einen gesunden Alltag zurückzufinden. Und die Antwort ist einfach nein. Die Tage waren einfach super, super anstrengend und ich krieg's überhaupt nicht hin. Aktuell ist es so, dass ich noch nicht mal meinen Haushalt hinbekomme oder mich traue, alleine einkaufen zu gehen, weil ich befürchte, dass etwas passiert, das mich triggert und ich zusammenbreche. So war es jetzt auch vergangenen Sonntag. Ich hatte nachmittags ja noch den Livestream gemacht, falls ihn einer von euch gesehen hat. Er ist auch noch online. Und ich hatte mir davon erhofft, dass dieser Stream und die Kunst mir wieder mehr Energie gibt und ich dadurch wieder Freude empfinden kann an etwas, was mir jahrzehntelang Freude bereitet hat. Das war aber leider nicht so. Am Abend habe ich dann etwas herausgefunden, was mich massiv verletzt hat, weswegen ich zusammengebrochen bin. Und ich habe mir Hilfe von Freunden geholt. Es war dann auch bis einschließlich Montagabend jemand für mich da. Gestern, also Dienstag, ging es mir leider so schlecht, dass ich einen kompletten Rückfall hatte und mich wieder selbst verletzt habe. Dieser Aussetzer hat zwar nur wenige Sekunden gedauert, allerdings war das genug, dass ich danach realisiert habe, dass diesmal viel schlimmer war als all die anderen Male zuvor. Warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, weil ich mich verantwortlich und verpflichtet fühle. Ich schaffe es aktuell nicht, meinem Business Creepy Cute Design gerecht zu werden, in der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Mein Leben ist im Moment ein einziger Kampf und ich merke immer mehr, dass ich die Hoffnung einfach verliere. Es kostet unfassbar viel Kraft, jeden Tag weiterzumachen und aufzustehen und sich an dieses letzte bisschen Hoffnung zu klammern, dass es irgendwann besser wird und daran zu glauben. Vor allem die letzten 2 Monate waren extrem schwer. Ich fühle mich völlig wertlos, ich habe versagt und egal was ich mache, ich bin nicht gut genug, ich bin nur Ballast. Das ist das, was in meinem Kopf los ist. Ich will mich nicht schlecht fühlen. Ich meine, wer will das schon? Ich mache das nicht mit Absicht. Diese Gedanken sind einfach da. Es kommen Flashbacks. Ich kann nicht durchschlafen oder wache mitten in der Nacht völlig durchgeschwitzt auf.
Ich sitze oft auch einfach hier in meinem Gaming-Stuhl, so wie jetzt, und starre Löcher in die Luft, weil ich wie gelähmt bin, unfähig mich zu bewegen oder etwas anderes zu tun. Ihr kennt das vielleicht, dass bei gesunden und stabilen Menschen diese negativen Dinge abprallen, Stichwort Resilienz. Bei mir ist es aktuell so, dass all die positiven Dinge bei mir abprallen. Es fällt mir schwer, das anzunehmen, wenn jemand etwas Positives sagt. Es gibt Menschen in meinem Leben, die versuchen mir zu helfen, wieder etwas Licht in diese Dunkelheit, in diesen Albtraum reinzubringen. Allerdings sehe ich da im Moment kein Licht, da ist einfach nur noch Schmerz und Leid. Und ich weiß, dieses Video ist maximal persönlich, weil ich das Gefühl habe, ich schulde euch eine Erklärung, warum in letzter Zeit so wenig oder so unregelmäßig von mir irgendwas kommt. Selbst wenn ihr jetzt denkt, naja, dass mein Kanal ja noch so klein ist, trotzdem sind wir aktuell 186 Creepy Cuties. Das bedeutet 186 Menschen, die ihre Zeit mit mir teilen, um meinen Content anzusehen. Und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich bin krank und ich weiß nicht, ob oder wie es mir gelingt, noch Content zu produzieren, da mein Energielevel sich gefühlt konstant im Minus befindet. Und wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann danke ich euch für die Zeit. Und damit sage ich Tschüss und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.